Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. In diesem Video wird es um den DHCP-Server gehen. Ich werde mich einmal damit beschäftigen, wie der grundsätzlich funktioniert, und zum Zweiten reden wir darüber, wie wir den in unserer Fritzbox einstellen können, und ich erzähle euch, wie ihr den zweiten DHCP-Server, den es auch noch in der Fritzbox gibt, verwenden könnt. Und zum Schluss gehe ich nochmal darauf ein, was er eben leider noch nicht kann. Viel Spaß dabei und los geht's. Grundsätzlich kennt man den DHCP-Server ja daher, dass er einem eine IP-Adresse zuweist, wenn man die nicht per Hand einstellen will. Aber er kann auch noch einiges mehr. Der DHCP-Server kann euch nämlich nicht nur die IP-Adresse zuweisen, sondern er nennt euch auch die Subnetmaske, dann noch das Gateway und zum Schluss auch noch den DNS-Server. Dann wollen wir uns das Protokoll doch mal im Detail angucken. Insgesamt gibt es 7 Nachrichten, die innerhalb des Protokolls hin und her gehen können. Und die ersten 4 sind die Standardnachrichten, die quasi normalerweise immer vorkommen. Aber es gibt noch 3 andere, auf die ich der Vollständigkeit halber auch eingehen möchte. Und zwar gibt es ja auch den Fall, dass es eben nicht funktioniert hat und abgebrochen werden muss. Also als erstes sendet ein Klient eine Broadcast Message ins Netzwerk mit einem sogenannten DHCP Discovery. Hier kommt er schon. Und sucht damit einen DHCP-Server. Sobald der Server das empfängt, sendet der eine Offer. Also er offeriert ein Angebot an Konfigurationsparametern. Daraufhin sendet dann der Klient, wenn er das möchte, wieder ein Broadcast mit einem Request an den Server, um die angebotenen Parameter von dem Server anzufordern und eventuell anderen Angeboten abzulehnen. Der Server kann dann mit einem Acknowledge-Paket antworten. Damit ist die Netzwerkadresse zugewiesen. Das ist der Normalfall. Es kann aber auch sein, dass der Server jetzt gar keine freien Adressen mehr hat. Dann würde er mit einem Not-Acknowledge-Paket antworten, NAK, und dem Klient so mitteilen, dass die Aushandlung schiefgegangen ist. Der Klient wiederum, der kann auch ein Decline-Paket senden, wenn er mit dem Parameter nichts anfangen kann. Wenn die irgendwie aus irgendwelchen Gründen zu dem, was er braucht, nicht passen, dann kann er die quasi ablehnen. Und zum Schluss gibt es noch ein Paket, bei dem der Klient sein Lease, was er erhalten hat, wieder zurückgibt. Das Release-Paket. Damit ist die Adresse wieder frei und der Server kann die für was anderes einsetzen. Ganz kurz noch, bevor wir mit der Fritzbox weitermachen, hier der Link zu dem offiziellen Dokument. Also das ist ein RFC-Dokument, wo genau beschrieben wird, wie das Dynamic Host Configuration Protokoll aussieht. Und dann noch ein zweites Dokument, was bei DHCP auch ganz wichtig ist, der sogenannte DHCP Relay Agent. Beide Dokumente beschreiben das Protokoll und was man damit alles machen kann. Wunderbar. Allerdings ist es natürlich sehr technisch geschrieben, nicht für jedermann vielleicht das Beste. Wenn man es etwas einfacher geschrieben haben will, gibt es dieses Dokument hier von Cisco über die Optionen vom DHCP-Server. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung. So ein DHCP-Server hat nämlich nicht nur die paar Optionen, die wir so normalerweise benutzen und kennen, sondern die gibt es haufenweise Optionen, die da möglich sind. Und ein bisschen werde ich jetzt gleich darauf eingehen, wenn ich von der Fritzbox rede. So, jetzt bin ich auf meiner Fritzbox. Wo versteckt sich denn der DHCP-Server? Also da müsst ihr unter Heimnetz, Netzwerk und dann unter dem Reiter Netzwerk Einstellungen erstmal ganz nach unten scrollen. Da gibt es dann einen weiteren Button, der heißt Weitere Einstellungen. Und dann hier runter zu IPv4-Einstellungen. Ich habe es schon 10-mal gesagt, ich finde das total versteckt. Verstehe nicht ganz, warum das AVM, die jetzt Fritz heißen, so gemacht hat. Aber na gut. Ich aktiviere ihn mal für euch. So, jetzt können wir das viel besser sehen. Ihr seht auch, selbst wenn ich den aktiviert habe, würde der nur die Adresse von 7 bis 9 hier vergeben, weil ich den absolut selten für einige Spezialanwendungen brauche, sonst gar nicht. Also, hier in diesem Formular kann man einstellen, was der DHCP alles so machen darf und was er übermittelt. Einmal wird hier festgelegt, welche Heimnetzadresse man hat und welche Subnetmaske. Die wird er dann später auch an den Klienten übermitteln.
Also das hat schon seinen Sinn, dass das hier steht. Die IP-Adresse wird er auch übermitteln, weil das ist eben das Gateway. Also hier trägt man quasi ein, was der DHCP-Server an die Klienten, an Gateway und an Subnet-Maske übermittelt. Außerdem wird dann hier die Adresse natürlich aus diesem Pool genommen und die Gültigkeit, also die Lease-Time, kann man hier auch festlegen. In Tagen ist das immer. So, und dann kann man hier unten noch den lokalen DNS-Server einstellen. Das ist für den Fall, falls man lokal einen anderen DNS-Server hat als die Fritzbox. Ansonsten, wie ihr seht, die Adresse ist ja gleich. Also, es kann aber sein, dass man einen anderen DNS-Server betreibt und dann würde man den hier einstellen. Aber es geht um den lokalen, ja. Die externen DNS-Server, die stellt man ja über Internet ein und die sind ja bei mir auch, habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, verschlüsselte Verbindungen. Also das hat mit dem nichts zu tun. So, noch eine Info. Es ist nicht nur ein DHCP-Server in der Fritzbox verbaut, sondern noch ein zweiter. Und zwar für das Gastnetz. Sonst würde das Gastnetz nämlich gar nicht funktionieren, weil man nämlich, wenn man eine WLAN-Verbindung aufbaut als Gast, braucht man ja auch eine IP-Adresse und die teilt der zweite DHCP-Server zu, der für das Gastnetz läuft. Bei dem kann man noch ein bisschen weniger einstellen als bei dem ersten. Da ist nämlich die IP-Adresse schon mal fest, Subnet-Maske auch. Der DNS-Server und das Gateway ist auch fix. Einzig und allein die Lease-Time kann man einstellen. Hier allerdings in Stunden. Was ein bisschen schön ist, dass man hier eine riesige Zahl einstellen kann. Also wenn man irgendeinem Gast mal längere Zeit Zugang geben will, hier ist es theoretisch möglich bis zu 999, also knapp 1000 Stunden, was ungefähr 41 Tage sind, kann man hier einstellen. Das erlaubt das System. Weiterhin muss man auch mal daran denken, wenn man den Gast-DHCP-Server betreibt, den kann man auch auf eine externe LAN-Schnittstelle legen. Das ist immer dann der Fall, wenn man einer LAN-Schnittstelle die Erlaubnis gibt, über das Gastnetz Zugang zu gewähren. Dann kann man ganz normal an der Schnittstelle den DHCP ansprechen und kriegt da ein Lease aus dem Gastnetz raus, obwohl man gar nicht über WLAN geht. Also in dem Moment öffnet man den Bereich ins normale LAN, nicht nur im WLAN. Also es gibt auch Gäste, die sich dann theoretisch nur im LAN anmelden. Dann müsst ihr noch an was weiteres denken. Und zwar sind es nicht nur die Adressen, die hier vergeben werden und die Adressen, die ihr fest vergebt, die unter Umständen Konflikte erzeugen, wo ihr also darauf aufpassen müsst, dass ihr hier keine Adresse vergebt, die ihr woanders fest einem Gerät zugeordnet habt. Es gibt noch einen Punkt, den man da beachten muss. Zeige ich euch jetzt. So, und zwar hier sind wir da, wo ich meine, dass ich euch das zeigen wollte. Also einmal unter Internet, Freigaben und dann einmal bei VPN IPsec und VPN WireGuard. Und da ist es nämlich so, jedes Mal, wenn ihr eine VPN-Verbindung anlegt, wird eine IP-Adresse aus dem freien Pool genommen und dieser VPN-Verbindung zugewiesen. Das muss die Fritzbox so machen, weil sie eurem externen VPN-Zugang eine interne IP-Adresse zuordnen muss. Und die wird hier als virtuelle IP-Adresse bezeichnet, einfach fest vergeben. Dummerweise kann man die nicht mehr ändern. Also wenn ich hier auf Einstellungen klicke, ist diese Adresse nicht änderbar. Ich muss also darauf achten, dass diese Adressen, die jetzt auch noch so unsortiert sind, weil das einfach zufällig der Zeitpunkt war, an dem ich die VPN-Verbindung aktiviert habe, vergeben wurde und dann ist die eben so, wie sie ist. Also ihr müsst immer dran denken, diese Adressen dürft ihr nicht nochmal zweimal vergeben. Die sollten also auch in dem DHCP-Server nicht vorkommen. Wenn sie hier doch vorkommen, müsst ihr leider die VPN-Verbindung nochmal löschen und nochmal neu anlegen. Vor allem dann, wenn ihr den DHCP-Bereich erweitert und dann kann es ja leicht passieren, dass ihr dann in diesen Bereich reinkommt. Und dann habt ihr das Problem, dass der DHCP-Server eventuell die Adresse vergibt, die hier schon blockiert ist.
Bei WireGuard gibt es nochmal eine Adresse. Wenn ihr da verschiedene angelegt habt, gibt es natürlich noch mehr. Also bei mir zum Beispiel ist es die 130. Die darf ich nicht nochmal vergeben, sonst würde das dann später mit dieser VPN-Verbindung hier schief gehen. Und jetzt wollte ich euch ja noch verraten, warum bei mir der DHCP-Server der Fritzbox gar nicht aktiv ist. Und das liegt daran, dass ich bei meinem Netzwerk IP-Telefone verwende, die direkt über DHCP konfiguriert werden. Das ist die Cisco Serie 79 und da habe ich schon 3 Videos zu gemacht, wie ich die konfiguriere und wie das genau gemacht wird. Und die Problematik dabei ist, dass diese Telefone erwarten, eine zusätzliche Option über den DHCP zu erhalten. Der DHCP kann nämlich nicht nur die IP-Adresse und das Gateway und eine Subnet-Maske übertragen, sondern er kann auch zusätzliche Optionen übertragen. Also diese 3 Sachen sind auch Optionen. Also hier die Subnet-Maske ist Option 1 und der Router ist die Option 3 und Time-Server 4, Namensserver 5, Domain-Name 6 und so weiter. Und die Option, die der hier erwartet, ist einmal die 66. Also das Telefon erwartet die 66, das ist der Name des TFTP-Servers. Und die Option 150. Option 150 ist hier, das ist nämlich die Adresse des TFTP-Servers. Sobald man die hinterlegt hat und dem Telefon mitteilt, ist das Ding so schlau und sucht sich aus diesem TFTP-Server automatisch seine Konfigurationsdatei raus, konfiguriert sich damit selber und startet dann durch. Leider kann die Fritzbox keine zusätzlichen Optionen, die man da hinterlegen kann. Sonst hätte ich das Problem nicht und könnte den Fritzbox DHCP-Server einfach verwenden. Geht nicht, also muss ich den in der Fritzbox abschalten und einen anderen verwenden. Es ist ohnehin so, dass es keine gute Idee ist, 2 DHCP-Server zu verwenden, weil einfach die Gefahr besteht, dass man von dem Falschen die IP-Adresse kriegt und dann gibt es ein Durcheinander mit den Netzwerkadressen. Selbst wenn man die trennt, ist es so, wenn ich jetzt den aktivieren würde in der Fritzbox hier, mit den starten, und dann braucht mein Telefon mal wieder neue Informationen, dann kriegt es am Ende von der Fritzbox das zugewiesen und in dem Protokollpaket steht überhaupt gar kein TFTP-Server drin und damit ist das Telefon dann nicht funktionsfähig. Deshalb muss ich das auf einem anderen Server machen, den habe ich bei mir in meinem Switch drin, so dass nicht noch irgendein Gerät laufen muss. Aber so ist es nun mal. Da ist die Fritzbox leider beschränkt. Ich hoffe, dass die das noch ändern werden, weil es echt keine große Sache wäre, da 2, 3 Optionen noch dazufügen zu können. Das würde vieles leichter machen, weil es ja auch immer mal wieder andere Optionen gibt. Also diese Anwendung hat wahrscheinlich der eine oder andere schon, dass er da mal eine Zusatzoption noch einpflegen will. Wenn man das eben nicht kann, dann braucht man eine eigene Maschine, die irgendwie nur den DHCP macht. Okay, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten viel Spaß im Netz. Wir sehen uns wieder. Tschüss.